Hallo liebe Deutschlerner! Willkommen zurück auf unserem Kanal. Es ist großartig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute präsentieren wir euch den dritten Teil unserer großen Serie über das Thema Wohnen. In den ersten beiden Teilen haben wir über das Chaos in einer Wohngemeinschaft und über Probleme mit den Nachbarn gesprochen. Heute wird das Niveau etwas anspruchsvoller, genau wie die Situation unseres Helden. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland fast ein Mythos ist. Ein Thema, das Angst und Stress verursacht, die Wohnungssuche in einer Großstadt. Habt ihr schon einmal versucht, in Berlin, München oder Hamburg eine Wohnung zu finden? Wenn ja, dann wisst ihr, dass das fast unmöglich ist. Es ist wie ein Wettbewerb. Es ist wie ein Krieg. Es gibt hunderte Bewerber für eine einzige Wohnung. Man braucht tausende Dokumente. Und man braucht sehr viel Glück. Heute begleiten wir Tarek. Tarek ist ein IT-Spezialist. Er hat einen guten Job. Er verdient gut Geld. Aber er hat kein Zuhause. Erlebt mit ihm die Mission Impossible. Wenn ihr euer Deutsch verbessern wollt und euch diese Geschichten aus dem echten Leben gefallen, dann haben wir eine kleine Bitte: Abonniert jetzt unseren Kanal. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Und gebt uns einen Daumen hoch. Das ist sehr wichtig für unseren Algorithmus und hilft uns, weiterzumachen. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Und jetzt beginnt die Geschichte von Tarek und seiner Jagd nach dem goldenen Schlüssel. Es war ein grauer Dienstagmorgen in Berlin. Der Himmel war bedeckt. Und es nieselte leicht. Aber Tarek bemerkte das Wetter nicht. Tarek bemerkte gar nichts, außer dem hellen Licht seines Smartphones, das direkt in seine müden Augen schien. Es war 6:30 Uhr. Tarek lag nicht in einem bequemen Bett in einem eigenen Schlafzimmer. Er lag auf einem alten, durchgesessenen Sofa im Wohnzimmer seines Freundes Paul. Die Federn des Sofas drückten in seinen Rücken. Tarek war 28 Jahre alt. Er war Softwareentwickler. Er verdiente 3.500 € netto im Monat. Aber er war obdachlos. Zumindest technisch gesehen. Seine Finger bewegten sich schnell über den Bildschirm seines Handys. Er aktualisierte die App ImmoScout24. Das war seine Morgenroutine. Andere Menschen tranken Kaffee oder machten Yoga. Tarek aktualisierte Immobilien-Apps. Wischen. Aktualisieren. Warten. Wischen. Aktualisieren. Warten. Plötzlich machte das Handy ein Geräusch. Ping. Tarek zuckte zusammen. Sein Herz begann sofort schneller zu schlagen. Eine neue Benachrichtigung. Eine neue Wohnung war online. Er klickte sofort darauf. Er las die Überschrift: Helle Zweizimmerwohnung in Berlin-Kreuzberg. Balkon. Einbauküche.
950 € warm. Das klang perfekt. Zu perfekt. Kreuzberg war sein Traumviertel. Es war hip. Es war international. Es gab viele Cafés. Und 950 € war teuer. Aber für Tarek war es okay. Er konnte es bezahlen. Er schaute nicht auf die Fotos. Er las nicht den Text. Er wusste, dass er keine Zeit hatte. In Berlin zählt jede Sekunde. Wenn eine Wohnung online geht, schreiben innerhalb von 10 Minuten 50 Leute eine Nachricht. Wenn man wartet, hat man verloren. Tarek hatte einen Text vorbereitet. Er kopierte ihn und fügte ihn in das Nachrichtenfeld ein. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Tarek Al-Masri. Ich bin 28 Jahre alt, arbeite als Senior Developer bei einer Softwarefirma in Mitte. Ich bin Nichtraucher, habe keine Haustiere und ein festes Einkommen. Meine Schufa ist sauber. Ich interessiere mich sehr für die Wohnung. Über eine Einladung zur Besichtigung würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen. Er drückte auf Senden. Dann atmete er aus. Er legte das Handy auf seine Brust und starrte an die weiße Decke. Jetzt begann das Warten. Das schlimmste Warten. Paul kam aus seinem Schlafzimmer. Er sah verschlafen aus und kratzte sich am Kopf. Guten Morgen, Tarek, sagte Paul und gähnte. Schon wieder auf der Jagd? Ja, sagte Tarek und setzte sich auf. Es gibt eine Wohnung in Kreuzberg. Ich habe sofort geschrieben. Paul ging in die Küche und machte die Kaffeemaschine an. Viel Glück. Du weißt, ich mag dich. Aber ich weiß, unterbrach ihn Tarek. Ich muss hier raus. Deine Freundin zieht nächsten Monat ein. Genau, sagte Paul und gab Tarek eine Tasse Kaffee. Sarah kommt in 3 Wochen. Bis dahin brauchst du etwas. Sonst musst du ins Hostel. Tarek nickte. Der Druck war enorm. Er lebte seit 2 Monaten bei Paul, weil sein alter Vermieter die Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt hatte. Tarek hatte gedacht, kein Problem. Ich finde schnell etwas Neues. Ich habe Geld. Das war ein großer Fehler. Geld allein reicht in Berlin nicht. Man braucht Beziehungen. Man braucht Glück. Und man braucht die perfekte Bewerbungsmappe. Tarek ging ins Bad und duschte. Während das warme Wasser über seinen Kopf lief, dachte er an seine Mappe. Die Mappe war sein wichtigster Besitz. Sie war wichtiger als sein Pass. In der Mappe waren alle Dokumente, die ein deutscher Vermieter sehen will. Erstens, die Kopie vom Personalausweis. Zweitens, die letzten 3 Gehaltsnachweise. Das beweist, dass man Geld hat. Drittens, die Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Ein langes Wort für ein einfaches Papier.
Der alte Vermieter bestätigt, dass man die Miete immer pünktlich bezahlt hat. 4. Die Schufa-Auskunft. Das ist das Wichtigste. Die Schufa ist eine Firma, die weiß, ob man Kredite hat oder ob man Rechnungen nicht bezahlt hat. Wenn der Schufa-Score schlecht ist, bekommt man keine Wohnung. Tarek's score war 99%. Das war perfekt. 5. Ein kurzes Anschreiben mit Foto. Auf dem Foto lächelte Tarek freundlich und seriös. Er trug ein Hemd. Er wollte zeigen, ich bin kein Partystudent. Ich bin ein ruhiger Arbeiter. Als Tarek aus dem Bad kam, blinkte sein Handy wieder. Eine E-Mail. Von der Hausverwaltung in Kreuzberg. Einladung zur Besichtigung. Stand im Betreff. Tarek schrie laut auf. Ja. Ja. Paul. Ich habe einen Termin. Paul kam aus dem Zimmer gerannt. Wirklich? Wann? Heute Nachmittag. Um 16 Uhr. Oranienstraße. Das ist super, sagte Paul. Aber freu dich nicht zu früh. Du bist sicher nicht der Einzige. Egal, sagte Tarek und zog sein bestes Hemd an. Ich werde diese Wohnung bekommen. Ich werde den Makler überzeugen. Tarek arbeitete den ganzen Tag im Homeoffice, aber er konnte sich nicht konzentrieren. Seine Gedanken waren bei der Wohnung. Hatte sie wirklich einen Balkon? War die Straße laut? Waren die Nachbarn nett? Um 15 Uhr klappte er seinen Laptop zu. Er wollte pünktlich sein. Pünktlichkeit ist in Deutschland Gesetz. Wenn man zu spät kommt, hat man keine Chance. Er nahm seine dicke Mappe mit den Dokumenten. Er kontrollierte alles noch einmal. War alles da? Ja. Er fuhr mit der U-Bahn, der Linie U8, zum Cottbusser Tor. Die U-Bahn war voll und laut, aber Tarek blendete alles aus. Er visualisierte seinen Erfolg. Er stieg aus und ging zur Oranienstraße. Sein Herz klopfte bis zum Hals. Er kam an der Hausnummer an. Und dann blieb er stehen. Seine gute Laune verschwand sofort. Vor der Haustür stand nicht der Makler. Vor der Haustür stand eine Menschenmenge. Es war keine kleine Gruppe. Es waren mindestens 50, vielleicht 60 Leute. Die Schlange ging bis zur nächsten Straßenecke. Tarek schaute sich die Konkurrenz an. Da waren junge Paare, die Händchen hielten und verliebt aussahen. Vermieter lieben Paare. Doppeltes Einkommen, doppelte Sicherheit. Da waren Hipster mit teuren Sonnenbrillen und MacBooks unter dem Arm. Da waren Eltern, die für ihre Kinder suchten. Sie sahen reich aus. Sie trugen teure Mäntel. Und da war Tarek. Allein.
mit seiner Meppe. Das ist doch ein Witz, murmelte er. Das ist keine Besichtigung. Das ist ein Festival. Er stellte sich hinten in die Schlange. Er fühlte sich klein. Wie sollte er hier gewinnen? Ein junger Mann vor ihm drehte sich um. Er hatte einen Schnurrbart und trug einen Hut. Wahnsinn, oder? Sagte der Mann. Das ist schon die 3. Besichtigung heute für mich. Die 3. Fragte Tarek. Ja. Und überall das Gleiche. In Neukölln waren heute Morgen 100 Leute. Die Schlange ging durch das ganze Treppenhaus. Hast du Hoffnung? Fragte Tarek. Der Mann lachte bitter. Hoffnung? Nein. Aber was soll man machen? Man muss es versuchen. Ich suche seit 6 Monaten. Ich wohne momentan im Hostel. 6 Monate. Tarek wurde schlecht. Er hatte nur noch 3 Wochen bei Paul. Endlich bewegte sich die Schlange. Die Haustür ging auf. Ein Mann im Anzug stand dort. Das war der Makler. Er sah gestresst und gelangweilt aus. Er hielt eine Liste in der Hand. Bitte immer nur 5 Personen gleichzeitig, rief der Makler. Die Schuhe bitte anlassen, aber nichts anfassen. Die ersten Leute gingen rein. Nach 10 Minuten kamen sie wieder raus. Einige sahen enttäuscht aus. Andere sahen hoffnungsvoll aus. Tarek wartete. Es begann wieder zu regnen. Seine Haare wurden nass. Seine Meppe wurde nass. Er versuchte, die Meppe unter seiner Jacke zu schützen. Das Papier dürfte nicht nass werden. Ein nasses Papier wirkt unprofessionell. Nach einer Stunde war Tarek an der Reihe. Er ging mit 4 anderen Leuten in das Haus. Das Treppenhaus war alt und roch ein bisschen mufflig. Es gab Graffiti an den Wänden. Typisch Berlin. Aber Tarek war das egal. Sie gingen in den 2. Stock. Die Wohnungstür stand offen. Tarek trat ein. Die Wohnung war klein. In der Anzeige stand hell. Aber die Fenster gingen zum Hinterhof. Der Hinterhof war dunkel, weil dort ein großer Baum stand. Es war ziemlich dunkel in den Zimmern. Die Einbauküche war alt. Der Herd sah aus, als wäre er aus dem Jahr 1990. Der Boden knarrte bei jedem Schritt. Aber es waren 2 Zimmer. Und es war in Kreuzberg. Und es war eine Wohnung. Tarek schaute sich um. Die anderen Bewerber liefen durch die Zimmer. Ein paar maß schon die Wände aus. Hier passt unser Sofa hin, sagte die Frau. Tarek ärgerte sich.
Sie planten schon. Er ging zum Makler. Der Makler stand in der Küche und spielte mit seinem Handy. Er wollte nicht reden. Er wollte nur Feierabend machen. Tarek wusste. Er musste jetzt einen guten Eindruck machen. Er musste sich verkaufen. Guten Tag, sagte Tarek und lächelte sein Bestes. Seriösestes Lächeln. Mein Name ist Al-Masri. Vielen Dank für die Einladung. Der Makler schaute kurz hoch. Guten Tag. Die Unterlagen können Sie dort auf den Tisch legen. Er zeigte auf den Küchentisch. Dort lag schon ein riesiger Stapel Mappen. Ein Turm aus Papier. Tareks Mappe wäre nur eine von vielen. Ich habe eine Frage, versuchte Tarek. Ich arbeite als Softwareentwickler. Unbefristet. Ich suche etwas Langfristiges. Ist der Vermieter an einem ruhigen Mieter interessiert? Der Makler seufzte. Er hatte diesen Satz heute schon 100-mal gehört. Der Vermieter entscheidet nach Aktenlage, sagte er kühl. Legen Sie die Mappe hin. Wenn Sie in die engere Auswahl kommen, melden wir uns. Wenn Sie bis Freitag nichts hören, ist die Wohnung weg. Tarek verstand. Keine Diskussion. Kein persönliches Gespräch. Er war nur eine Nummer. Eine Akte. Er legte seine Mappe auf den Stapel. Er legte sie ganz obendrauf. Vielleicht half das? Danke, sagte er. Bitte, sagte der Makler und schaute wieder auf sein Handy. Tarek verließ die Wohnung. Er fühlte sich leer. Er hatte keine Hoffnung. Die Wohnung war dunkel und teuer. Aber er hätte sie genommen. Er hätte alles genommen. Er fuhr zurück zu Paul. Am Abend saßen sie zusammen und aßen Pizza. Und? Fragte Paul. Vergiss es, sagte Tarek. 100 Leute. Der Makler war ein Roboter. Die Wohnung war dunkel. Das tut mir leid, sagte Paul. Aber gib nicht auf. Morgen ist ein neuer Tag. Am nächsten Tag bekam Tarek tatsächlich eine E-Mail. Aber nicht vom Makler aus Kreuzberg. Es war eine Antwort auf eine andere Bewerbung. Eine Wohnung in Charlottenburg. Sehr schick. 800 €. Das war billig für Charlottenburg. Der Text der E-Mail war sehr freundlich. Hallo Tarek. Vielen Dank für dein Interesse. Die Wohnung ist noch frei. Ich bin der Eigentümer. Aber ich bin momentan beruflich in Spanien. Deshalb kann ich keine Besichtigung machen. Aber du kannst die Wohnung haben. Die Fotos hast du ja gesehen. Wenn du mir die Kaution und die erste Miete überweist, 2000 €. Schicke ich dir den Schlüssel per Post. Alles ganz einfach. Liebe Grüße. Dr. Michael Müller.
Tarek las die E-Mail. Sein Herz sprang vor Freude. Charlottenburg. 800 €. Keine Besichtigung. Kein Stress. Er wollte Paul rufen. Aber dann hielt er inne. Er las die E-Mail noch einmal. Ich bin in Spanien. Schlüssel per Post. Geld vor der Besichtigung. Tarek erinnerte sich an einen Artikel, den er gelesen hatte. Das war der klassische Betrug. Der Erbentrick. Es gab diese Wohnung nicht. Oder sie gehörte jemand anderem. Die Betrüger wollten nur das Geld. Wenn er überweisen würde, wäre das Geld weg. Und der Schlüssel würde nie kommen. Tarek fühlte eine Welle von Wut. Warum machten Menschen so etwas? Er war verzweifelt. Er brauchte ein Zuhause. Und diese Leute wollten ihn bestehlen. Er löschte die E-Mail. Er antwortete nicht. 2 Wochen vergingen. Tarek hatte 10 Besichtigungen. Er hatte 50 Bewerbungen geschrieben. Er hatte keine Zusage. Einmal war er fast dran. Der Vermieter mochte ihn. Aber dann bekam er eine Absage. Wir haben uns für das Ehepaar entschieden. Natürlich. Das Ehepaar. Paul wurde langsam nervös. Tarek. Sarah kommt in einer Woche. Du musst deine Sachen packen. Es tut mir leid. Ich weiß, sagte Tarek. Ich gehe ins Hotel, wenn ich nichts finde. Es war Freitagabend. Tarek saß im Café und arbeitete. Er wollte nicht nach Hause zu Paul, weil er sich schuldig fühlte. Er scrollte durch Facebook. Es gab Gruppen wie Wohnung frei Berlin oder WG gesucht. Plötzlich sah er einen Post. Er war erst 5 Minuten alt. Nachmieter gesucht. Dringend. Ein Zimmerwohnung in Berlin-Spandau. Sofort frei. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Keine Massenbesichtigung. Schreib mir eine PN. Spandau. Spandau ist weit weg. Manche Berliner sagen, Spandau ist nicht Berlin. Es ist am Ende der Stadt. Man fährt 40 Minuten mit der Bahn ins Zentrum. Aber Tarek war egal, wo es war. Er schrieb sofort eine Nachricht. Hallo, ich bin Tarek. Ich habe alle Unterlagen fertig. Ich kann sofort kommen. Ich nehme die Wohnung. 2 Minuten später antwortete der Mann. Er hieß Klaus. Okay. Komm vorbei. In einer Stunde. Wenn du mir gefällst und die Papiere stimmen, gehört sie dir. Tarek klappte den Laptop zu. Er rannte zur U-Bahn. Er fuhr nach Spandau. Die Fahrt dauerte ewig. Er betete, dass niemand vor ihm da war. Er kam an einem Hochhaus an.
Es war ein Plattenbau. Nicht schön, aber solide. Er klingelte bei Klaus. Klaus machte auf. Er war ein junger Typ. Vielleicht ein Student. Kai, sagte Klaus. Komm rein. Du warst der Schnellste. Tarek ging rein. Die Wohnung war klein. Ein Zimmer, eine winzige Küche, ein Bad ohne Fenster. Aber sie war hell. Und sie war leer. Ich ziehe morgen zu meiner Freundin nach München, sagte Klaus. Ich muss die Wohnung loswerden. Der Vermieter ist okay. Er akzeptiert jeden Nachmieter, den ich bringe. Hauptsache, die Miete kommt. Tarek holte seine Mappe raus. Er legte sie auf den Tisch. Hier, sagte er. Gehalt, Schufa, alles. Ich verdiene gut. Ich bin ruhig. Klaus blätterte kurz durch. Sieht gut aus. IT. Was? Dann hast du Kohle. Ja, sagte Tarek. Willst du sie? Fragte Klaus. Ja, sagte Tarek ohne nachzudenken. Okay. Ich rufe den Hausmeister an. Wir machen den Vertrag morgen früh. Tarek konnte es nicht glauben. War das echt? Wirklich? Fragte er. Ja, Mann. Ich habe keinen Bock auf 50 Leute. Du wirkst nett. Du hast die Papiere. Fertig. Tarek wollte Klaus umarmen. Er wollte weinen. Spandau. Er würde in Spandau wohnen. Weit weg von den Hipster-Cafés in Kreuzberg. Er würde jeden Tag 45 Minuten zur Arbeit fahren. Aber er hatte eine Tür. Er hatte einen Schlüssel. Er hatte ein Zuhause. Er musste nicht ins Hostel. Er musste nicht auf der Straße schlafen. Am nächsten Tag unterschrieb er den Vertrag. Der Hausmeister war ein alter Berliner, der viel redete, aber freundlich war. Tarek bekam den Schlüssel. Ein kleines Stück Metall. Es fühlte sich schwer und wertvoll an. Er fuhr zu Paul. Ich habe eine Wohnung, rief er. Paul umarmte ihn. Gott sei Dank. Wo? In Spandau. Paul lachte. Spandau bei Berlin? Na ja, besser als nichts. Glückwunsch, Tarek. Am Abend saß Tarek in seiner neuen, leeren Wohnung in Spandau. Er hatte noch keine Möbel, nur seine Koffer und eine Matratze, die Paul ihm geschenkt hatte. Er saß auf dem Boden und aß einen Döner, den er an der Ecke gekauft hatte. Es war still. Keine Autos. Kein Lärm wie in Kreuzberg. Er schaute aus dem Fenster.
Er sah andere Hochhäuser und viele Bäume. Es war nicht der Traum, den er am Anfang hatte. Es war nicht die Mission Impossible mit dem perfekten Ende in der Luxuswohnung. Es war ein Kompromiss. Aber in diesem Moment, mit dem Döner in der Hand und dem Schlüssel in der Tasche, fühlte sich Tarek wie der glücklichste Mensch in Berlin. Er war angekommen. Die Jagd war vorbei. Er nahm sein Handy und löschte die App ImmoScout24. Das war das beste Gefühl des Tages. Klick. Gelöscht. Das war die Geschichte von Tarek und seiner Wohnungssuche. Eine Geschichte, die jeden Tag tausendfach in Deutschland passiert. Habt ihr auch schon Erfahrungen mit der Wohnungssuche gemacht? War es einfach oder schwer? Musstet ihr auch eine Mappe machen? Und was denkt ihr über Spandau? Schreibt uns eure Erlebnisse in die Kommentare. Wir wollen wissen, wie ihr wohnt und wie ihr euer Zuhause gefunden habt. Hat euch dieses Video gefallen? Dann teilt es mit euren Freunden, die vielleicht auch gerade eine Wohnung suchen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Im nächsten Teil wird es schmutzig und juristisch. Wir treffen O und kämpfen gegen Schimmel und einen bösen Vermieter. Das Level steigt auf B2. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück bei der Suche. Tschüss.